Herzlich willkommen in der Ausstellung Magnetic North, Mythos Kanada in der Malerei von 1910 bis 1940. Wir freuen uns sehr, die kanadische Moderne erstmals in Europa zu präsentieren. Wir haben 3 Jahre an dieser Ausstellung gearbeitet. Das ist ja ein sehr komplexes Projekt. Wir haben gemeinsam mit kanadischen Partnern, der Art Gallery of Ontario in Toronto und der National Gallery in Ottawa, diese Ausstellung zusammengestellt. Wir haben uns ja in der Kunstgeschichte die letzten Jahre und besonders in der Schirn darum bemüht, den Fokus der Moderne zu erweitern, beständig zu erweitern. Es gibt bestimmte Basiserzählungen, die immer wiederholt werden. Wir haben uns darum bemüht, diese zu hinterfragen und neu zu beleuchten. Mythos Kanada ist ein Teil davon. Wir stellen hier im Wesentlichen die Arbeiten der Group of Seven vor. Die Group of Seven hat sich 1920 in Toronto, in der Stadt Toronto, gebildet mit dem Ziel, eine spezifisch kanadische Malerei ins Leben zu rufen. Und diese Malerei dreht sich im Wesentlichen um die kanadische Landschaft. Hier im ersten Raum, den wir tief im Wald überschrieben haben, sehen wir Bilder versammelt, die in Kanada von vielen als ganz typische Group of Seven Bilder empfunden werden. Wir sehen Bilder unterschiedlicher Stile, unterschiedlicher Maler, und damit sind wir auch schon im Kern der Bewegung, der es eben darum ging, bestimmte Inhalte, bestimmte Ideen zu transportieren und, wie man sieht, weniger einen eigenen spezifischen kanadischen Stil zu entwickeln. Diese Maler kannten sich hervorragend aus mit dem Postimpressionismus, wie man ihn von Van Gogh kennt, mit dem Expressionismus, wie man ihn vom deutschen Film kennt. Und all diese Einflüsse haben sie zusammengetragen und hier zum Beispiel am Thema Wald exerziert. Was vielleicht einen besonderen Aha-Effekt beschert, ist ein Bild, das wir hier gleich im Eingang der Ausstellung hängen haben mit dem Titel Terre Sauvage, also Wildnis, wilde Erde. Dieses Bild ist entstanden im Algonquin Park. Das war einer der ersten Naturparks in Kanada. Und zu der Zeit, als es gemalt wurde, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, war dieses wilde Land, diese Wildnis schon völlig durchsetzt von Ferienhäusern der Stadtbewohner. Damit haben wir so schon ein wenig den Rahmen gesetzt, diese Wildnis, die keine ist. In späteren Kapiteln werden wir darauf kommen, dass es natürlich Holzwirtschaft gegeben hat, es hat Industrie in Kanada gegeben und es hat, darauf kommen wir gleich auch noch, natürlich eine weite indigene Bevölkerung gegeben. Ich stehe hier vor dem Bild Blandenhaber der Künstlerin Emily Carr, die kein direktes Mitglied der Group of Seven war. Sie hatte sehr viel mit der Malergruppe aus Toronto gemein. Sie selbst stammte aber aus British Columbia. Und was sie von der Group of Seven unterschied, war, dass sie sich sehr stark für die Kulturerzeugnisse der indigenen Völker interessierte. Sie ging immer wieder zu bestimmten Communities, auf Vancouver Island vor allem. Und ihr Ziel war es, diese Kultur, die damals als eine untergehende Kultur beschrieben wurde, festzuhalten. Könnte man denken, das wäre ein nobles Unterfangen. Man kann das aber auch sehr kritisch sehen, vor allem aus heutiger Perspektive. Blandenhaber, das eine kleine Ansiedlung im Westen von Kanada in British Columbia festhält. Blandenhaber hatte auch den indigenen Namen Bas oder Pas. Und wir haben dieses Bild sozusagen als Ansprungpunkt in dieser Ausstellung genommen, um ein ganzes Kapitel zu erzählen, das wir Land oder Landschaft überschrieben haben. Deshalb, weil hier 2 sehr unterschiedliche Konzepte zusammentreffen, aufeinanderprallen, könnte man fast sagen. Nämlich das der Landschaft
das ein im Wesentlichen europäisches Konzept ist. Wir kennen das alle auch aus der europäischen Landschaftsmalerei. Ganz interessant eben, dass dieses Konzept in der indigenen Kultur überhaupt nicht existiert und dort eben ganz wesentlich von dem Begriff das Land geprägt ist. Das Land, das Verhältnis zum Land, von dem alles kommt, mit dem der Mensch in engem Verhältnis ist. Man lebt von dem Land, man kennt es, man ist mit ihm verbunden, auch spirituell verbunden. Das heißt, das sind zwei ganz unterschiedliche Ansätze, über unsere Umwelt, unsere Umgebung nachzudenken. Wir haben ein Kapitel zusammengestellt aus Filmen, die in unterschiedlichen Zeitebenen genau in dieser Gegend angesiedelt sind. Wir haben einmal den Film mit dem schwierigen Titel In the Land of the Headhunters von Edward Curtis von 1914. Das ist ein Stummfilm, ein Featurefilm, das heißt ein Film mit Handlung, kein Dokumentarfilm. Dieser Film ist natürlich schwierig. Er ist natürlich der Film von einem weißen Regisseur mit europäischer Herkunft. Es ist aber gleichzeitig der erste Film, der mit komplett indigenen Cast gedreht worden ist und unter indigener Beratung. Das heißt, er hat besondere Authentizität in Bezug auf die Kostüme, auf die Riten. Es wurde ein Potlatch gedreht, ein ganz wichtiges indigenes Ritual, das ansonsten durch den Indian Act verboten war. Der Indian Act war ein restriktives Gesetz und im Wesentlichen der indigenen Bevölkerung verbot, ihre Kultur auszuüben. Sie durften ihre Sprache nicht sprechen, sie durften sich nicht tätowieren, sie durften keinen Schmuck tragen, sie durften ihre Riten nicht abhalten. Man hat dann natürlich quasi durch diesen Film Sachen weitergegeben, Riten kommuniziert, die ansonsten für die nachfolgenden Generationen der indigenen Bevölkerung überhaupt nicht mehr erlebbar waren. Das heißt, es ist durchaus sehr zweischneidig zu betrachten. Im nächsten Zeitschnitt in der Ausstellung haben wir einen anthropologischen Film mit dem Titel Blanden Harbor, also gleichnamig wie das Bild von Emily Carr, der von 1951 ist und beobachtet, wie diese kleine Gemeinschaft am Rand des Wassers lebt, fischen. Es werden Masken geschnitzt, Masken bemalt. Das heißt, dieser Film beschreibt auf ganz lakonische Art und Weise einerseits, wie diese indigene Community in ihrer Geschichte und in ihrer Kultur verhaftet ist. Andererseits sieht man auch, wie sie einfach mit beiden Beinen in der Moderne steht. Der nächste Film, vielleicht der wichtigste in dieser Ausstellung, ist von 2013 von einer indigenen Filmemacherin, einer Anishinaabe-Filmemacherin, Lisa Jackson, die eine Auftragsarbeit ausgeführt hat als Auftrag einer indigenen Community. Dieser Film heißt How a People Live und befasst sich damit, wie diese Community an dem Ort, über den wir jetzt gesprochen haben, 1964 zwangsumgesiedelt wurde und mit all den Folgen, die quasi damit im Zusammenhang stehen. That has been one of the difficult parts of our nations, the Guasala and the Nakoda, being relocated here to Dzalkwari. It is not the original home of our folks. Everything that we do has a direct connection to the land and the territories, because that's where it all comes from. That's why it's so incredibly important for us to find ways to get there. Das sind sehr intensive Momente, die man hier erlebt, die man vielleicht mit den heiteren, beeindruckenden, romantischen Landschaften erstmal nicht so stark in Verbindung bringt. Tom Thomson war der Posterboy der kanadischen Moderne, wenn man so will. Er hatte unglaublichen Einfluss auf die Kollegen, Malerkollegen der Group of Seven. Er war selbst kein Mitglied der Group. Tragischerweise ist er 1917, also 3 Jahre bevor sich die Group of Seven gegründet hat, im Canoe Lake im Algonquin
Park auf mysteriöse Art und Weise ertrunken wahrscheinlich. Tom Thomson war der Maler, der die Ideale der kanadischen Moderne vielleicht am stärksten verkörpert hat. Er lebte einen großen Teil des Jahres im Algonquin Park, wo er als Fire Ranger und Guide tätig war und nutzte diese enge Verbundenheit mit der Natur, die auf diese Art und Weise entstand, um ganz eindrückliche Skizzen direkt vor Ort, also Skizzen in Öl direkt vor Ort zu fertigen. Er hatte so eine Box, die er immer mit sich getragen hat, wo er diese fertigen Skizzen auch alle einschieben konnte zum Trocknen. Das heißt, seine ganze Malerei war, wie man so schön sagt, en plein air. Er hat das alles direkt vor Ort empfunden und auf recht unmittelbare Art und Weise umgesetzt. Er war ein großer Farbkünstler. Er muss ein sehr großes Sensorium für die Natur gehabt haben. Das sieht man ganz stark an diesen in wenigen Strichen hingeworfenen Skizzen, die trotzdem eine Stromschnelle, einen bunt gefärbten Wald oder den Zug der Vögel festhalten konnten. Das hatte er ganz, ganz meisterhaft umsetzen können. Es gibt von ihm wenige Bilder, wo er quasi die Skizzen ins große Format gearbeitet haben. Man muss bedenken, er ist ja auch sehr jung gestorben. Diese Bilder allerdings sind die absoluten Ikonen der kanadischen Kunstgeschichte, wie überhaupt eigentlich viele Bilder in dieser Ausstellung. Ein kanadischer populärer Kunsthistoriker hat mal den Westwind, eines der berühmtesten Bilder von Tom Thomson, als die malerische Entsprechung der kanadischen Nationalhymne bezeichnet. Wie immer man das findet, ist es doch ein Ausdruck, wie stark diese Malerei in der kanadischen Kultur verankert ist. Lawrence Harris könnte man vielleicht als den Spiritus Rector der Group of Seven bezeichnen. Er war derjenige in der Gruppe, der vielleicht am dynamischsten auf diese Gruppenbildung hingearbeitet hat. Er hat ein Studio-Building in Toronto finanziert, wo viele Künstler der Group arbeiteten. Er hat sich in Schriften, in Artikeln immer wieder über die Ziele und Inhalte der Group of Seven geäußert. Und wenn man sich hier die Bilder anschaut, er war einer der größten Talente, malerischen Talente der Group. Interessanterweise hat er in Berlin studiert. Er war sehr vertraut mit der europäischen Kunstgeschichte, auch mit der skandinavischen Kunstgeschichte, die ja schon sehr stark mit der Idee des Nordens verhaftet war, die ja auch für die Group of Seven so ein wichtiges Thema ist. Man sieht es an seinen in sehr kühlen Farben gehaltenen Ansichten der Rocky Mountains, allgemeiner anderer Regionen der kanadischen Landschaft. Und er ist mit A.Y. Jackson bis in die Arktis gefahren mit einem Postschiff. Das hat er festgehalten in dieser Ansicht von 1930, Icebergs Davis Strait, auf die wir heute wahrscheinlich mit einem gewissen Wehmut schauen, wenn wir das Thema der Klimaerwärmung verfolgen und was das mit dem Eis der Arktis oder vielleicht auch überhaupt mit der kanadischen Landschaft macht. Zu dieser Zeit war man Gott sei Dank mit dieser Thematik noch nicht so stark konfrontiert, sodass besonders Harris dieses Thema des Nordens ganz stark ins Bild gesetzt hat. Übrigens auch in anderen Motiven, wie zum Beispiel dem mythischen, romantischen Polarlicht, das in ganz wunderbaren Darstellungen festgehalten von Tom Thomson und anderen Malern der Group of Seven. Das ist natürlich ein Motivrahmen, der sehr viel Freiheiten gibt. Das Spirituelle war ja überhaupt sehr zentral für Lawrence Harris, der ja auch Mitglied der Theosophischen Gesellschaft war. Emily Carr, auch sie war sehr stark an den spirituellen Inhalten der Landschaft, des Landes interessiert. Und im Polarlicht, das ja ganz
unterschiedliche Formen annehmen kann und teilweise fast außerweltlich aussieht. Es gibt viele Mythen um das Polarlicht und in der Malerei gibt es natürlich den Künstlern die größten Freiheiten, ja, auch in Gebiete der Abstraktion vorzudringen, die andere Motive nicht hergeben. Die typischen Bilder der Group of Seven sind die majestätischen Landschaften, die tiefen Wälder, die Arktis vielleicht, die Rocky Mountains. All das suggeriert das Bild eines wilden Kanadas, das viele von uns in Europa ja auch durchaus noch im Hinterkopf haben. Die als typisch empfundenen Bilder der Group of Seven bedienen diesen Mythos, den wir ja auch im Titel der Ausstellung stehen haben, Mythos Kanada. Die Realität war natürlich Anfang des 20. Jahrhunderts längst eine andere. Bereits im 17. Jahrhundert wurden weite Teile Kanadas wegen ihres Reichtums an Holz ausgebeutet. Die britische Flotte wurde ganz stark damit gebaut. Das heißt, das Thema Holzschlag war nicht erst Anfang des 20. Jahrhunderts präsent, sondern schaute schon auf eine lange Geschichte. Überhaupt die kapitalistische Ausbeutung dieser Landschaft, dieser als wild bezeichneten Landschaft war voll im Gange. Holzschlag eben auf einer Seite, auf der anderen Seite diese reichen Bodenschätze, die diese industrialisierte Landschaft kreierten, die im Gegensatz zu dieser Wildnis steht. Und diese Bodenschätze haben auch den Weg ins Bild gefunden, wie zum Beispiel von Yvonne McCaig-Hauser, eine der wenigen Frauen im Umkreis der Group of Seven, wie Emily Carr gehörte auch sie nicht direkt zum engen Kreis, hat aber immer wieder in diesem Kontext ausgestellt. Yvonne McCaig-Hauser hält die Minen der Stadt Cobalt fest, einmal in einer Nachtszene, einmal am Tag. Interessant, dass sie sich genau für dieses Thema interessiert, das von der Group of Seven nur in sehr wenigen Motiven auftaucht. Lauren Harris hat die Zeichen der Industrialisierung in ein sehr eindrückliches Bild gesetzt, Miners Houses Glace Bay. Für dieses Bild ist er tatsächlich zu diesem Ort gereist, eigentlich im Auftrag des Toronto Star, um die Streiks der Bergarbeiter festzuhalten. Ja, dieses Ereignis hat er zum Anlass genommen, ein Bild zu diesem Thema zu malen. Relativ untypisch, da sozialkritische Inhalte in den Bildern der Group of Seven eigentlich generell eher ausgespart sind. Auch hier ist es keine Anklage, man sieht keine Bergarbeiter, die mit wehenden Fahnen Parolen rufen, aber es ist eine sehr triste Szene. Man schaut nicht auf das Bild und glaubt, dass die Menschen, die dort leben und arbeiten, ein glückliches Leben haben. Interessant ist auch, dass man an diesem Bild sehr stark den Einfluss des deutschen Expressionismus sieht, vielleicht sogar stärker den Einfluss des expressionistischen Films, wenn man vielleicht an Caligari denkt oder Ähnliches. Diese Bühnenbauten, die sind doch sehr verwandt mit dem Bildaufbau, den wir hier sehen. Die kanadische Moderne bietet viele Überraschungen und Einblicke. Eine neue, spezifisch kanadische Kunst sollte erfunden werden. In bestimmten Motiven trifft das sicher zu. Wir sehen aber auch, dass kein Künstler eine Insel ist. Es heißt, es gibt natürlich auch starke Bezüge zu europäischen Künstlern, von Caspar David Friedrich zu Hodler, über Van Gogh. All diese Künstler waren bestens bewandert mit der europäischen Moderne. Es ist interessant zu sehen, genau diesen Bezug und wie sie quasi mit diesen Wurzeln umgegangen sind, um etwas Eigenes daraus zu machen.